Okay, lass uns direkt eintauchen. Wir gehen heute zurück ins Jahr 1978. Das sogenannte Jahr der 3 Päpste. Und im Mittelpunkt steht Albino Luciani, also Johannes Paul I. Genau. Er wird Papst und stirbt nur 33 Tage später. Offiziell war es ein Herzinfarkt, aber die Umstände sind, sagen wir mal, mehr als verdächtig. Ja, und genau da setzen unsere Quellen an. Denn man muss verstehen, Luciani war kein Übergangspapst. Er war ein Reformer, ein ganz entschlossener. Man nannte ihn den lächelnden Papst. Richtig. Richtig, aber hinter dem Lächeln steckte ein harter Plan. Er wollte die Finanzen des Vatikans radikal säubern. Sein Hauptziel, das Istituto per le Opere di Religione, kurz IOR, also die Vatikanbank. Genau, die war damals unter Erzbischof Paul Marcinkus quasi zu einer Drehscheibe für sehr zwielichtige Geschäfte gewonnen. Und was genau hat Luciani da aufgedeckt, das ihn möglicherweise das Leben gekostet hat? Hier tauchen wir jetzt tief ein in ein Geflecht aus Geldwäsche, Geheimgesellschaften und Mord. Absolut. Also, Finanzen. Wie genau hat dieses korrupte System denn funktioniert? Also, das IOR war Hauptaktionär der Banco Ambrosiano. Die wurde von Roberto Calvi geleitet, dem sogenannten Bankier Gottes. Und über ein ganzes Netzwerk von Briefkastenfirmen in Panama, auf den Bahamas, haben die Gelder für die Cosa Nostra gewaschen und verdeckte politische Operationen finanziert. Und Marcinkus, also der Vatikan, hat das alles abgesichert? Ja, mit sogenannten Patronatsbriefen. Patronatsbriefe. Das klingt jetzt erstmal harmlos. Was bedeutet das? Stell dir das wie Blankoschecks des Vatikans vor. Marcinkus hat damit für Kredite in Milliardenhöhe gebürgt. Das Problem war nur, das Geld, für das der Vatikan da bürgte, das existierte gar nicht. Es war ein reines Schneeballsystem. Wahnsinn! Aber sowas zieht man ja nicht alleine durch. Da braucht man ein Netzwerk, das auch Politik und Justiz kontrolliert. Genau. Und da kommt jetzt diese ominöse Freimaurerloge Propaganda Dui, also P2, ins Spiel, oder? Absolut. Die P2 unter Lizio Gelli war im Grunde eine Schattenregierung. Die hatten überall ihre Leute, in der Politik, im Militär, bei den Geheimdiensten. Und die Verbindung zum Vatikan? Die wurde am 12. September 1978 plötzlich öffentlich. Da hat ein Journalist Mino Pecorelli eine Liste veröffentlicht. Okay. Mit 121 Namen von hochrangigen Vatikanmitgliedern, die angeblich P2-Mitglieder waren. Darunter eben Marcinkus und sogar der Kardinalstaatssekretär Villot. Und Mitglied in einer Freimaurerloge zu sein, das war doch nach Kirchenrecht? Ein Grund für die sofortige Exkommunikation. Genau. Wow. Das heißt also, Johannes Paul I. hatte diese Liste in der Hand? Er hatte sie. Und er plante, all diese Männer am Tag nach seinem Tod ihrer Ämter zu entheben. Das ist ja eine tickende Zeitbombe. Und das erklärt vielleicht auch die ganzen Ungereimtheiten in der Todesnacht. Es gab widersprüchliche Angaben, wer die Leiche fand. Der Vatikan hat sich kategorisch geweigert, eine Obduktion durchzuführen. Obwohl das kirchenrechtlich möglich gewesen wäre, ja, absolut. Und das Wichtigste, die Papiere, an denen er arbeitete, seine Brille, alles war weg, spurlos verschwunden. Und der Journalist Pecorelli, der die Liste veröffentlicht hat? Wurde wenige Monate später auf offener Straße erschossen. Tja, die Botschaft ist wohl angekommen. Das bringt uns dann direkt zum Nachspiel, dem Attentat auf Johannes Paul II. 1981 und dem Tod von Roberto Calvi. Genau. Das Attentat auf Wojtyła wird in den Quellen als eine brutale Warnung interpretiert. Rühre nicht an die Geheimnisse der Vatikanbank. Und Calvis Tod? Der war an Symbolik kaum zu überbieten. Man fand ihn 1982 erhängt unter der Blackfriars Bridge. In London die Brücke der Schwarzen Brüder, ein Spitzname für P2-Mitglieder. Und er hatte Backsteine in den Taschen, oder? Richtig, ein altes Freimaurerritual zur Bestrafung. Das war keine Selbsttötung, das war eine öffentliche Hinrichtung. Eine Warnung an alle, die noch reden wollten. Fassen wir das mal zusammen. Die Quellen zeichnen ein wirklich klares Bild. Der Tod von Johannes Paul I. war demnach kein Zufall. Es war der Zusammenstoß eines Reformers mit einem tief verwurzelten System aus Korruption, das den Vatikan als Fassade nutzte. Man könnte es das Prinzip des offiziellen Geheimnisses nennen.
Die theologische Autorität wird genutzt, um jede externe Untersuchung zu blockieren. Und im Hintergrund erledigen Schattenorganisationen die Drecksarbeit. Genau. Johannes Paul I. hat versucht, dieses System zu zerschlagen und hat dafür den höchsten Preis bezahlt. Und das lässt uns und vor allem dich, den Zuhörer, mit einer letzten provokanten Frage zurück. Wenn eine so mächtige Institution in der Lage ist, den Tod eines Papstes zu vertuschen, um ihre finanziellen Geheimnisse zu schützen, welche Wahrheiten könnten dann noch hinter den Mauern des Vatikans verborgen sein?